hier in der Pampa. Aloha Gemeinde und herzlich willkommen von den Emsquellen. Ja, ich bin bereits hier an den Emsquellen, meinem Startpunkt des Emsradweges. Ja, bin gerade hier angekommen, schaue mich hier so ein bisschen um. Ja, was habe ich vor? Natürlich, ich will den Emsradweg fahren. 400 Kilometer von hier bis zur Nordsee. 4 Campingplätze habe ich mir rausgesucht. Hoffe, es klappt so in diesen Corona-Zeiten, wie ich mir das vorstelle. Naja, ich werde sehen, ihr werdet sehen. Lass uns mal die Reise hier starten. Ja, sehr schön hier. Das Wetter war gerade besser. Ich hatte gerade schon blauen Himmel und Sonne, aber es zieht sich jetzt echt schon zu. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Da hinten, ich weiß nicht, ob man es noch erkennen kann, ist noch ein bisschen blauer Himmel und es war wirklich Sonne. Und hier sieht es natürlich schon echt düster und mies aus. Naja, ich habe 4,5 Tage vor mir. Lassen wir uns überraschen, wie weit ich komme, ob ich ankomme. Wir werden es erleben zusammen. Tja, ich hätte euch gerne das Infozentrum der Emsquellen gezeigt, aber das macht leider erst um 10 Uhr auf im Oktober. Und dahinter ist der ganze Weg schön an der Wand dargestellt. Naja, ja, für mich ist hier der offizielle Startpunkt. Ihr seht hier, Startpunkt Emsradweg. Auf der Straße ist das Logo gepinselt. Das zeige ich euch auch mal eben. Fahren wir mal hier rüber. Folge dem Weg 110 Meter. Na dann, Attacke. Na dann, wollen wir mal. Der Weg hier ist ganz interessant. Neben der Straße hier schön im Wald. Auf so einem Matschschotter Laubweg. Ziemlich cool hier. Macht richtig Laune. Da ist die Straße irgendwo und ich kann hier schön leicht bergab abpfeffern. Nach Hövelhof ein, ist ja Kreis Paderborn und weiter geht's die Reise, immer geradeaus. Hövelhof verlasse ich jetzt. Jetzt fahre ich Richtung Kaunitz-Riege. Wie ihr seht unter Riege das Emsrad-Schild, die 2 E's da. Ich bin richtig. Hier ist die Strecke. Zwar nicht so schön Bundesstraße, aber was soll's. Auf geht's. Weiter. Hier verlasse ich jetzt wieder die Bundesstraße. So, jetzt geht's hier links. Richtung Delbrück-Espeln. Jawohl. Aber Gegenwind. Nicht gut.
Ein paar Kürbisse. Und Schafe. So, ab aufs Land. Ab aufs Land. Das nächste Schild. Links Richtung Delbrück, Espeln. Da ist es. Oh, oh, die Wolken und der Trecker. Ich muss hier rechts abbiegen, sehe aber gerade, hier ist das Schild. Hier sehe ich nämlich das erste Mal die Ems. Das ist ja... Gucken, was aus der Ems von gerade geworden ist. Ast rein. Tja, die Ems. Klein und fein. Für mich geht es hier jetzt weiter zum Steinhorster Becken, 6,5 Kilometer in diese Richtung. Wer noch ein bisschen Geschichte will, der drückt jetzt hier auf Pause und kann sich der Haspelkamp und das Massaker an den Bauern des Delbrücker Landes am 14. März 1604 in Espeln durchlesen. Also Pause drücken. Geht es jetzt hier Richtung Riedberg, 9 Kilometer. Jetzt rechts auf Fahrradweg. Genau, jetzt rechts auf Fahrradweg. Ich sehe nur keinen. Ah doch, da ist ein Fahrradweg. So, dann mal los. Richtung Riedberg. Folge dem Weg 650 Meter. Jawohl, 650 Meter, Attacke. Ja, was haben wir denn hier? Kleine, süße, lustige Hühnchen und ein Hahn. Ich glaube, da muss ich mal eins von mitnehmen jetzt. Ja, oh. Braucht doch nicht weglaufen hier, Freunde. Hallo. Hier bleiben. Oh, oh. Schnell weg hier, bevor der Bauer kommt. So, da Riedberg, 9,5 Kilometer. Ja, ich muss sagen, es läuft doch wirklich gut. Eben fahren ist toll. Hat man aber Gegenwind, ist das nicht schön, aber auf jeden Fall besser als Berge. Man kommt schneller voran und es macht... Ja, Berge machen auch Spaß, aber das ist schon besser. Hier, man kommt echt schneller voran. Jetzt habe ich die schönen, geraden, asphaltierten Superwege verlassen. Und ab hier wird es dann wieder vor Riedberg ein bisschen rustikal. Eieiei. Jo. Um mich weites Land. Herrlich. Absolut ein super Weg. Bin total begeistert. Ja, da bin ich Gott sei Dank doch noch in Riedberg gelandet. Ist echt eine schöne Stadt. Wäre schade, wenn ich dran vorbeigefahren wäre. Also echt super hier. Jetzt verlasse ich Riedberg und fahre Richtung Reda Wiedenbrück. Aber hat sich echt gelohnt, der Abstecher hier. Super Stadt.
Ganz, ganz toll. Echt. Erste Sahne. Riedberg. Prima. Weiter geht's auf schönen Schotterwegen. Aus Riedberg raus. Ein Maisfeld an der Seite. Komisches Wetter oben. Und immer geradeaus. So Windräder, das sind gigantische Dinger, wenn man da so ziemlich nah dran vorbeifährt. Mein lieber Mann. Und überall links, rechts. Hier geht es jetzt geradeaus, kein Schotter mehr, Asphalt. Aber mit Wurzeln unterwachsen. Hui, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Ja, hier sind sie, die 3 Mühlräder. Das darf in keinem Ems Radweg-Video fehlen. Jetzt habe ich es auch mal live gesehen. Also raus aus der Stadt, wieder schön in die Natur. Auf geht's. Eine schöne asphaltierte Autobahn. Kann mal richtig Stoff geben hier. Herrlich. Immer die allerbesten Wege. Sehr gut. Hinein ins Abenteuer. Ins Nix. Ja. Und weiter geht's. Ich rolle jetzt in Herzbruck-Klarholz ein und dann schauen wir mal weiter. Kreis Gütersloh. Jawohl, Attacke. Jetzt geht's wieder in den Wald. Aber das macht das Ganze hier sehr abwechslungsreich. Also ich kann echt nicht klagen, das ist echt super. Die Gegend ist toll. Unterschiedliche Wege, die man befahren kann oder sogar muss. Also hier ist alles dabei. Ich bin wieder raus aus dem Wald. Jetzt wieder eine schöne Asphaltstraße. Der Wind nimmt zu. Hier kommen immer so Sturmböen. Und das ist schon ganz schön anstrengend, wenn er von vorne kommt. Im Moment habe ich ihn von der Seite. Der nächste Ort, wo ich dann gleich mal irgendwann einrolle, ist Hasewinkel. Da standen jetzt so 4 Kilometer. Jetzt haben mich die ersten Tropfen erwischt. Ich mache die Luke hier mal dicht. Und hoffen, dass es nicht stärker wird. Aber es sieht halt nicht gut aus, ja? Also nicht ganz gut. Ich bin jetzt in Greffen, aber gehört noch zur Stadt Hasewinkel. Ja klar, die Mähdrescher Stadt. Da kommen ja die Klaas Mähdrescher her. Da bin ich am Werk vorhin auch vorbeigefahren. Also fahren wir mal weiter hier. Ne? Alles klar. Der Wind ist ja dermaßen eine Qual, ja? Ich komme überhaupt nicht vom Fleck. Das ist der Wahnsinn. Ich habe noch 30 Kilometer vor mir. 70 habe ich schon weg. Aber jetzt dieser Gegenwind macht mich echt alle. Das macht mich echt alle. Das ist brutal. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Warendorf. Das Schild gerade hat gesagt 12 Kilometer. Das sollte zu schaffen sein, ne? Das kriegen wir doch hin. Zwei Kilometer vor Warendorf haben wir die Ems auch wieder und sie ist schon ganz schön breit geworden. Ganz schön gewachsen hier. Ich
hab's geschafft. 100 Kilometer, es ist kurz nach 4. Ich bin an meinem Campingplatz. Campingplatz Sonnenwiese. Jawohl. Dann wollen wir mal uns einen Platz geben lassen. Mich mal hier ein bisschen ausgebreitet. Es gibt Putenschnitzel Wiener Art und Uncle Ben's hier so fertig. Mümpel mediterrane Art, alles schnell gemacht. Jo, dann können wir mal starten. Ja, jetzt sitze ich hier, jetzt kommt ein schöner so Scheuerchen runter, noch nicht mal, es nieselt so, die Sonne kommt da durch. Hier meine Kopie des Trangias ist schon am Feuern. Ich habe mir schon mal eine Mütze aufgesetzt, mal ein anderes Oberteil angezogen. Ich esse jetzt, dann gehe ich duschen, weil dann kann ich auch direkt ins Zelt. Weil hier draußen sitzen ist schon knackig. Aber ich habe es ja so gewollt, ich habe es mir ausgesucht. So, ich köche mal ein bisschen weiter. Ja, so langsam nimmt das hier auch Farbe an. Mein Reis habe ich jetzt hier schon mal reingeschüttet. Das Fältchen nuckel ich hier so langsam leer. Was gibt's denn Schöneres? Das Essen ist angerichtet. Der Reis war heiß. Habe ich jetzt da drüber gekippt. Dann wollen wir mal testen, hä? Ja, lecker. Prima. Ihr kennt das Spielchen. Ich esse in Ruhe. Und dann sehen wir uns nachher wieder. Bis später. Mittlerweile ist es auch schon sehr dunkel geworden. Es ist aber erst 6:45. Ich werde jetzt mal, nachdem ich üppigst gegessen habe, mir die 2 Bier reingezischt habe, mal ins Duschhaus schlendern, mich umziehen, fertig machen für die Nacht. Und dann werde ich noch ein paar Serien gucken. Das Waschhaus hier und wo man spülen kann, das ist einfach so genial. Das ist hier richtig neu gemacht. Hier sind die ganzen Spülbecken für den Abwasch. Und was ganz schlau ist, man kriegt hier bei Anfang so einen Chip. Dann geht die Tür auf und das Licht geht an und super Dingen hier. Hier Spülbecken und ich. Dann geht es hier weiter. Die Duschen. Also alles super sauber, vom Allerfeinsten. Das ist schon klasse. Naja, ich wollte es euch mal eben zeigen. So, das war die kleine Roomtour. Wieder raus. Ja, drücken. Fertig. Erste Sahne. War ein aufregender Tag, 100 Kilometer. Habe ich eigentlich ziemlich schnell abgerissen. Ja, ich bin gespannt, was der Muskelkater morgen sagt. Morgen geht's auf die nächsten Kilometer. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Schreibt doch einfach mal ein paar Kommentare. Abonniert diesen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ja, kommt gut zu liegen. Wir sehen uns morgen früh. Gute Nacht. Ciao. (5:30 Uhr). Es hat die ganze Nacht geregnet. Es war ein richtiger Sturm hier. Und jetzt habe ich mir die Wettervorhersage angeguckt. Für die nächsten 3 Tage auch permanent nur Regen. Und da habe ich einfach gar keinen Bock drauf. Also werde ich jetzt hier aufhören und die Tour im Frühling einfach nochmal fahren. Ich meine, 100 Kilometer war ich ja jetzt weit gekommen. Aber weiter geht's auf keinen Fall. Ich werde jetzt hier in Telgte zum Bahnhof fahren, werde mir ein Zugticket kaufen und wieder nach Hagen fahren, weil das, denke ich, wird das Vernünftigste sein. Es ist immer alles nass und klamm, du kriegst alles nicht hier vernünftig trocken und nee, lass mal. Ich danke, dass ihr dabei wart und würde sagen, bis dann, ciao. Was gibt's denn heute? Putenschnitzel Wiener Art mit Uncle Ben's. Uncle Ben's. Jetzt gibt's was zu essen.
Oh.